Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Wir sind's, Jenny und Björn von Pithead Studio. Das ist dann Pithead Studio TV. Was machen wir hier? Wir erzählen was über unsere Arbeit. Wir sind nämlich Computerspieleentwickler und sind voll dabei. Jetzt kommt nämlich eine ganz spannende Zeit auf uns zu. Ne? Welche denn? Die Marketingphase, so nennen wir die immer. Und die wird begleitet oder bestimmt durch Marketing und PR. Ja. Was ist das denn überhaupt, Marketing und PR? Liegt recht nah beieinander, ist aber doch ein bisschen was Unterschiedliches. Also PR, also Public Relations, das ist im Grunde genommen, wenn man Partner, zum Beispiel Pressepartner anschreibt, Pressemeldungen macht und dann versucht, auf sich aufmerksam zu machen und darüber dann zum Beispiel über die eigene Arbeit oder das eigene Werk zu erzählen. Und Marketing ist eher, wenn man irgendwo Geld drauf schmeißt, um irgendwie Werbung zu schalten. Das kann ganz unterschiedliche Werbung sein. Also das kann zum Beispiel Werbung auf Social Media sein, dass man sagt, ich mache jetzt einen Beitrag, schmeiß da Geld drauf und dann wird der irgendwelchen Leuten als Werbeanzeige angezeigt. Das kann sein, dass man irgendwo bei irgendwelchen Zeitschriften so kleine Werbeblöcke zum Beispiel bucht und dann darüber quasi Werbung macht. Oder ganz altmodisch über Plakate zum Beispiel. Dann bucht man in der eigenen Stadt einen Slot und dann werden die Sachen angezeigt. Wobei man dann immer überlegen muss, ja, wo möchte ich denn gerne mein Marketing machen? Möchte ich das gerne in der eigenen Stadt machen oder möchte ich das gerne auch woanders haben? Weil das sehen ja dann nur immer eine bestimmte Gruppe von Menschen. Man kann Radiowerbung schalten. Wir hatten schon mal die Straßenbahn irgendwie, ne? Richtig, beklebt. Wir hatten hier mal in der Nähe die Straßenbahn und in Wien auch mal. Das war ganz cool. Aber es ist dann natürlich nur eine bestimmte Art von Menschen, die das dann sehen, also lokal begrenzt. Und dann darf man sich natürlich an der Stelle fragen, wie viele Menschen, die jetzt dieses Plakat sehen, interessieren sich denn auch für den Inhalt. Das heißt, lohnt sich der finanzielle Aufwand, so etwas zu buchen, für die Leute, die dann da am Ende vielleicht tatsächlich Interesse haben an dem Spiel. Das ist gar nicht so einfach. Darum muss man sehr gut darüber nachdenken, worin investiere ich dann tatsächlich das Geld und wo sehen Menschen, die vielleicht solche Spiele am liebsten mögen, auch das Spiel und haben dann Interesse daran, das auch zu verfolgen zum Beispiel und im besten Falle auch vielleicht am Ende dann zu spielen. Mhm. Ja, entsprechend kann man sich so eine Art Kampagne machen. Also das ist die Aufgabe, die wir jetzt aktuell haben. Wir machen eine Kampagne, in der wir das Marketing und PR so ein bisschen aufschreiben, was man da alles machen kann, was für uns sinnvoll ist. Hört sich so wichtig an, Kampagne, ne? Aber eigentlich stehen da nur Daten drauf, wann welche Events sind, ne? Welche Messen, welche Sachen, dass wir Menschen treffen, die sich interessieren für uns, Pressetermine, sowas in der Art, wenn überhaupt welche gibt, ne? Oder sowas wie, wann wir welche Sachen veröffentlichen. Ne? Genau, das ist dann die Strategie sozusagen. Ja, das heißt also, welches Stück Spiel zeigen wir zu welchem Zeitpunkt. So, ne, dazu gehören B-Rolls, das heißt Videos aus dem Spiel, also dass man Gameplay zeigt. Dazu gehört ein Trailer oder mehrere, wo man halt Werbung machen kann für dieses Spiel, was kurz und knapp zeigt, was es ist, Trailer eben. Oder auch Screenshots, also Sachen aus dem Spiel selbst direkt, ne? Und diese Sachen, die braucht man für unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Zeitpunkte und man muss halt gucken, wie viel von welcher Sache zeigt man denn am Anfang und am Ende. Also man möchte gerne erst einen guten Eindruck machen, will aber auch nicht sein ganzes Pulver verschießen, weil wir dann nämlich auch am Ende des Tages tatsächlich sehr viel Zeit haben und Menschen schauen und wir auch selber Fragen beantworten und so. Und dann entwickelt sich so eine Strategie irgendwie, wann wir welche Sachen zeigen und man möchte auch nicht sein Pulver verschießen, direkt schon in den ersten 5 Wochen. Man möchte aber auch nicht erst am Ende alles irgendwie zeigen, sondern schon drüber reden können vernünftig. Ne?
so eine Steigerung drin haben, im besten Fall vielleicht sogar. Oder halt irgendwie kontinuierlich zeigen, was es ist, damit die Menschen da draußen die konkrete Vorstellung auch davon haben und die richtige Vorstellung von dem, was wir da machen. Ihr habt das bestimmt schon selber mal erlebt, irgendwie, ihr guckt euch irgendwie was an und denkt so, boah, total cool irgendwie, und dann hört man irgendwie monatelang gar nichts mehr davon, weil es gibt einfach gar nichts Neues. Das ist dann doof. Und dann hat man die ganz große Gefahr, dass die Leute das Interesse verlieren an dem Projekt, weil es ja einfach gar nichts Neues zu erzählen gibt. Das ist das, wenn man sein Pulver zu früh verschießt. Das heißt, wenn man alles, was man hat, zeigt, erzählt und das zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, dann gibt es irgendwie gar nichts Spannendes mehr später. Und das ist gefährlich. Auf der anderen Seite gibt es so die andere Strategie, dass man sagt, so ja, ich halte ganz viel zurück und erzähle möglichst nicht so viel und dann erst später. Dann kann es sein, dass man den Zeitpunkt verpasst und diesen Hype gar nicht erst hinkriegt. Und darum... Ja, da gibt's irgendwas, aber interessiert mich nicht, weil da habe ich ja noch nichts gehört, was das ist. Ne? Genau, oder es ist nicht on point oder es ist noch nicht so spannend oder so. Und deswegen muss man gucken, dass man quasi immer so häppchenweise News und Neuigkeiten oder Verbesserungen oder was auch immer man hat, im besten Falle sogar Themen, dass man mit dem Spiel vielleicht verschiedene Themenbereiche abdeckt, verteilt über die Marketingstrecke, sag ich mal, dass man quasi bis zum Release auch Interesse der Leute halten kann, ne? So wie ihr jetzt sagt, irgendwie ja, schalte ich nächste Woche wieder ein oder auch nee, fand ich jetzt langweilig. Und dann hat man quasi immer irgendwie so ein bisschen was zu erzählen und es gibt vielleicht immer irgendwas Spannendes dabei. Und das dann quasi Event-monateweise. Deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Trailer. So einen Announcement-Trailer und dann ganz am Ende gibt es so einen Release-Trailer und dann mobilisieren die Entwickler nochmal ihre Zuschauerschaft. Und das ist der Task, den wir jetzt zu tun haben. Also gucken, mit welchen Partnern kann man das machen? Gibt es irgendwelche Creator und Influencer, die vielleicht irgendwie Spaß an so einer Art Spiel haben, die wir jetzt gerade machen? Wer ist das? Wer hätte vielleicht Interesse, irgendwie welche Sachen mit uns zu schreiben? Wie können wir unsere Themeninhalte verteilen? Und das schreiben wir alles quasi in eine Art Plan. Und dann, dann versucht man damit zu arbeiten und möglichst so, dass wir immer irgendwie so ein bisschen was zu erzählen haben. Das ist spannend. Ja, das ist super spannend. Vor allem, wir wissen ja noch nicht, wo wir landen, ne? Genau, weil das Spiel nämlich noch gar nicht fertig ist. Und darum bemühen wir uns, gut zu raten zum jetzigen Zeitpunkt, wie das wohl aussehen könnte. Ja gut, wir haben schon konkrete Sachen am Start. Wir wissen schon, was wir da wollen, ne? Aber das kann ja auch sein, dass das nicht klappt. Ne? Dass die Erwartungen anders sind oder die Erwartungen an uns. Weil wenn man immer sehr lange an einem Spiel arbeitet, dann kommt man auch wieder auf Ideen und so. Ne? Dann könnte vielleicht noch sein, dass man die eine oder andere Sache dann noch reinbringen möchte oder vielleicht noch zeigen möchte. Und dann passt das, was man sich jetzt überlegt hat, vielleicht gar nicht dazu, weil es vielleicht noch Cooleres gibt. Oder eine Sache, die ganz cool ist, die kriegen wir nicht hin. Die darf man dann auch nicht zeigen oder so. Ja. Passiert eigentlich selten sowas. Ne? Aber das ist immer irgendwie im Wandel. Ja, aber das ist halt aufregend, weil man weiß das vorher halt immer nie zu 100%. Immer erst, wenn es halt fertig oder da ist. Dann weißt du es sicher. Aber auch erst dann. Und vorher muss man halt, wie gesagt, irgendwie dann gut raten und hoffen, dass es alles funktioniert. Und das ist halt aufregend und das begleitet uns jetzt eine ganze Weile. Und euch auch. Dauert ja jetzt nicht mehr lange, bis wir dann hier zeigen, was wir haben. Genau. Ne? Und deswegen sind wir da ganz derbe dabei, Sachen zu machen. Ne? Mhm. Hast du eine Community-Frage dazu? Ja, die geht auch genau in die richtige Richtung, in dieselbe. Und zwar ist die Frage, seid ihr denn noch on track in der Zeitplanung? Weil wir ja angekündigt haben, dass wir bald unser Spiel announcen. Und die Antwort ist ja, tatsächlich. Ja. Also wir sind ziemlich gut in der Zeit. Wir haben jetzt alle Sachen, die wir brauchen, auch fertig gebaut. Und darum dürfen wir uns jetzt mit der Marketingplanung befassen und quasi festzurren, wie zum Beispiel genau das Announcement aussieht. Das ist auch noch abhängig von anderen. Darum können wir euch jetzt noch nicht den Tag sagen, aber wir können euch sagen, wir sind immer noch im Zeitplan. Und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwie noch für ein kleines Event dranhängen, das dann vielleicht noch ein bisschen schöner, auch für euch zum Gucken. Und daran sitzen wir gerade. Ja, und ob das dann auch wirklich toll ist oder nicht, das werden wir dann sehen.
Ne? Ja. Am Ende des Tages. Hoffentlich. Aber wir freuen uns schon drauf. Genau. Also wir haben ein bisschen was zu zeigen. Ja. Und das kommt ja jetzt bald. Richtig. Ja. Wann genau, wissen wir noch nicht so, ne, oder? Wir hoffen immer noch, es wird nicht März. Es wird Also nicht März diese Info ist gleich geblieben. Ja, hoffen wir's. Tag kommt noch. Okay, dann hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei hier, wenn es heißt Pit Studio TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Bis dann. Bis dann. Ja, da ist man schon sehr nervös, ne? Schon. Ja. Ja. Das wird auch schlimmer, je näher der Zeitpunkt rückt.